ein neues Video zum Auseinandernehmen. Nukes Top 5. Keine langen Worte, wir gehen rein. The voice from the bushes. Doneen Bull Davis, who lives on the Louis Bull Tribe Reserve in Alberta, Canada, is relaxing at home one evening with her family. Suddenly, they begin to hear strange sounds coming from the dense thicket of bushes in their backyard. But they don't see anything there. What happens next is truly creepy. Doneen and her family all hear the same spine-chilling sound of a raspy little voice coming from somewhere in their backyard. The voice just doesn't sound normal. And then things really start to get weird. Oh, come out so I can see you. Come out. Come on. Come out. Sieht so ein bisschen aus wie Chewbacca und wegen dieses Munitionsgürtel hier. Aber ja, ich kann mich auch einfach hinter die Kamera stellen und so. No, no, I see you. DJ. Come on out. Shut up. Come on. Hey, just off. Gestern, die so aktiv sind mit Antworten. Es kommt auf das Video an. Aber ja, das, wie ich ja schon meinte, soll ich wahrscheinlich hinter der Kamera stehen. So, ich nehme gerade auf und. No. Oh mein Gott, da ist die Stimme! Und dass halt gerade was verschwunden ist, ja, keine Ahnung. Hat jemand hingeleuchtet und dann die Taschenlampe ausgemacht. What's wrong with you? Huh? What? The creepy voice seems to mock the family, mimicking what they Das Ding ist halt auch, es klang halt nicht so, als wäre es weit entfernt, sondern wirklich nah dran. Direkt am Mikrofon. say and eerily laughing at them while hiding in the bushes. But believe it or not, the situation takes an even more terrifying turn. Come on out. Why not? Mal, das klingt eher nach EVPs, also Electronic Voice Phenomenon, was bedeutet, dass man das eigentlich gerade während der Aufnahme nicht hört, sondern das nur auf der Aufnahme zu hören ist. Also nochmal seine Story reingeschaut. Nein. Aber, wenn du das so sagst, warte mal kurz. Ich abonniere mal kurz den Kanal. Und wenn da was rauskommt, packe ich das auf jeden Fall in die Liste. So, Sender Stories. Abonniert. Nein, beim nächsten Mal können wir ja mal reinschauen. Vielleicht, Heigl hat gesagt, dass er auch wieder Bock hat, damit mit dem Streaming anzufangen. Vielleicht machen wir das dann wieder zusammen. Ich gucke dann mal, dass ich mit ihm dann auch zusammen danach was zocken kann oder so. Ja. Oh Gott, das ist so richtig Zombie. Wanna play a little game? Come on out. Come on. Come on. Fuck you, let's leave. Nein, das ist kein. Ich dachte zuerst, das wäre vielleicht irgend so ein Kind oder so. Jetzt ist Gollum. My precious. Let's go grab that gun. No.
Dafür, dass das gezoomt ist, wird die Kamera ziemlich ruhig gehalten, finde ich. Whatever is hiding in the bushes now asks, "Wanna play?" And with that, the family has now just had enough. They call the local police to their house, and Doneen shows them the footage that she has recorded. The officers scout through the bushes, looking for the threatening stranger. One of the officers also hears the raspy little voice mocking him. But even though he says the voice sounds right next to him, he says he didn't see anyone in the bushes. Doneen says that to this day, this disturbing event remains unexplained. Many video commenters believe that this could be some kind of creature roaming the Louis Bull Tribe Reserve. But what do you think this creepy voice could be? Gollum. Jemand macht Gollum nach. Hinter der Kamera. Hiding among the graves. Nuke's Top 5 viewer Savannah Escoto says that she had a very strange experience Kein TikTok, kein YouTube. Schon mal gut. when she took her 4-year-old daughter Isabella to visit her brother's grave at the San Fernando Cemetery in San Antonio, Texas. What is it? Come here. Why don't you want to go sit down over there? Because I'm scared. Scared of what? What is the shadow? What girl shadow? What's that? Tiny sheep. Warum machen die Picknick auf einem Friedhof? Obwohl, nee, vergessen, das ist andere Kultur. Da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwie so besuchen und dann quasi chillt man mit dem Verstorbenen. Okay, vergiss, ich habe nichts gesagt. Behind the tree? Yeah. Little Isabella says that she sees, quote, a girl shadow behind a tree in the cemetery and comes hurrying back to her mom. When Savannah turns her camera toward the tree, she catches what appears to be a face from behind the tree. Oh Gott, das ist eindeutig Pareidolie. Sorry, aber nee. Das würde ich nicht wie ein kleines Mädchen betiteln. Das sieht eher aus, hier die Augen, hier eine Nase und hier ist ein Bart. Also das würde ich eher als den Kopf eines alten Mannes betiteln. The face seems to be translucent as cars passing on the road behind can be seen right through it. Dann ist das etwas, was auf der anderen Seite der Straße ist oder so. Was this the girl shadow that little Isabella was afraid of? Her mom Savannah isn't sure what to think of this creepy experience, and she has no idea who or what this is. Before we move on to the next video, if you see anything that you think should be included in the top 5, contact us at nukestop5@gmail.com. Prized possession. This next creepy video was shared on the popular Spanish language podcast Paranormal by guest and paranormal investigator Antonio Zamudio. On the podcast, Antonio tells the story of Augusto, an 11-year-old boy who started behaving very oddly after buying a strange-looking doll at a garage sale. The little boy became obsessed with the toy, staying up all night and talking to the little doll. After hearing unexplained voices in their house, Augusto's mother had had enough. She threw the doll away. But the doll mysteriously reappeared 3 days later at their home, lying at the foot of Augusto's bed. Paranormal investigator Antonio sets out to help the family and installs several static cameras throughout the home. The doll is placed in the hallway just outside the little boy's bedroom as he goes to sleep. The static camera recording the hallway catches something downright chilling. Was? Also entweder steht da was und es wird ganz schnell weggezogen. Mm. Oder ist es nachbearbeitet, irgendwas eingefügt. Bei der Qualität relativ einfach.
Soon after the boy falls asleep, the doll begins to move and then seems to actually run to the 11-year-old's bedroom. Antonio and the family are shocked when they watch the footage. The investigator decides to take the doll from the family and has kept it locked away at his home ever since. So could the doll be possessed by a spirit? Also allein schon, wie die Puppe aussieht, ja. Or Ja. just what do you think happened here? Let me know. Unstable. This next strange video was recorded by a CCTV camera in a horse stable, but the Gesundheit. location of the stable and the original source of the footage Meine Theorie ist, dass die Transparenzbarkeit auf 60% stand. Oder so, ja. Das könnte durchaus möglich sein. Aber halt, dass das so weggezogen wurde und dann, ja, oder das Ding stand halt einfach und halt quasi rauseditiert und ne, dass sich das dann irgendwie schnell bewegt und so eine Schnellbewegung ist halt, ja, schnell gemacht. are unknown. The video shows a horse in its stall, relaxed and peaceful. But around 2:39 a.m., there's an odd dark flash across the CCTV camera. And then all hell breaks loose. Naja, welches Tier hat schon Bock, großartig eingesperrt zu sein? Something unknown disturbs the horse so much that it panics and actually breaks right through its stall. But that's not all, because as the horse roams loose in the stable, what happens next is truly bizarre. Ja, Pferd hat halt keinen Bock, eingesperrt zu sein. Da fehlt halt der Kontext, so wer weiß, wie temperamentvoll diese Pferde sind. So wie andere Nächte aussehen. Hört sich nicht gesund. Könnte auch sein, dass eins der Pferde krank ist, ja. Ich meine, Pferde sind halt auch, soweit ich weiß, sehr soziale Tiere. The horse lingers at a different stall, disturbing one of the other horses as it kicks and makes panic noises. The horse then seems to angrily attempt to leap over into the other stall with that horse. The stable owner says that this incident is one of the weirdest things he's ever experienced with one of his horses. Now, this video was shared to TikTok, and comments mention that the culprit might be Jen, as apparently it is said that Jens will often torment horses. And there was
Ja, es wurde auf TikTok gepostet, sorry, das ist halt einfach Click, Clickfishing. Das hatte heute falsches Nachricht zum Bestellen. Ja, kann sein, dass da vielleicht irgendwas im Futter war oder so. So, das muss ja nicht mal irgendwie dann bei allen sein, vielleicht nur bei einem oder so. So ein kleines Stück oder so, das nicht mehr gut war. Magenbeschwerden oder so. Also, that odd dark flicker in the camera footage. Ja, irgendwelche Kamerafehler, ganz ehrlich, bei der Qualität dieser Kameras würde mich das nicht wundern, wenn das einfach ein Kamerafehler ist. So, paranormal or not? Really, without a source, we'll never know what happened here. And maybe this horse just randomly lost its damn mind. Ja, ja. The passenger. Taxi driver Jarek from Baguio, Philippines is working the night shift when he spots a woman on the side of the road who needs a lift. What happens next is something he'll never forget. Saan po kay ma'am? Scott Barrio? Sige po. Ja, ich könnte auch einfach so mich in ein Auto setzen und, weiß ich nicht, es gibt Autos, bei denen man die Türen automatisch öffnen kann, also halt, ne, per Knopfdruck, das dann aufgeht und zugeht. Kennt man ja sehr gut von Kofferraumtüren. So, warum dann nicht auch von normale Türen? Vor allem, wenn man Taxifahrer ist. Harry Potters Umhang lässt grün. Stimmt, der hatte so. Ja, gut, der Umhang war nicht weiß. Aber das ist jetzt auch so. Hm. Wala. Wala. Diyos ko po. Wala. Multa ata yung nasakay ko ah. Ay, Wala. Wala. Multo yung nasakay ko. Diyos ko. Ja, also irgendwie sein Gesicht sagt mir irgendwie was anderes. Also der Gesichtsausdruck hat sich nur geändert. Das sieht nicht wirklich geschockt aus. May sumakay kanina. May sumakay kanina. May sumakay kanina pero bakit nawala? Scout Barrio sabi. May sumakay kanina, wala. Der ist rangepisst, weil er reingelegt wurde. She stopped me here. We can see the taxi door open and close, and Jarek swears a woman wearing a long white and purple dress stepped into his taxi, requesting to be taken to Scout Barrio, a neighborhood in the city. After a short drive, he looks into his rearview mirror to discover that there's no woman in his car. She has disappeared. He's baffled and looks around the back seat in startled disbelief. Jarek says he was tired and never got a good look at the woman's face, but he's certain a woman got in his car. So could it be that Jarek gave a taxi ride to a spirit? Or just what do you think was happening here? Oder so, ja. Die einfach geduckt oder so. Von außen. Ist auch möglich. Halt einfach Video just for fun, so, hey, ich habe was Paranormales gesehen, so. Kumpel, hilfst mir dabei.
Zumal, wenn ich feststellen würde, oh, da ist auf einmal jemand weg, oder da würde ich ja anhalten, der ist ja weitergefahren. So, warum ist er weitergefahren? The thing in the caves. Duke's top 5-year Raul Garcia Ogando reached out to me about something that his son caught on camera while exploring an old mine in El Paso, Texas. Did you see it? As Raul's son pans the camera, someone or something can be seen hiding in the darkness. Das sind einfach nur Steine. Pareidolie, klassischer Fall. Of the cave. Raul explains in his email that he didn't see anything at the time and didn't notice the figure until they looked back at their videos later. Time. It's the Did you see it? Wenn man mir jetzt sagen will, so beim ersten Mal hinschwenken, war da nichts, dann hat dann die Kamera nur bis hierhin geschwenkt. As Raul's son. Und das Kamerabild hat sich nicht an die Lichtgegebenheiten angepasst. Zu dem Zeitpunkt. Nur erst nachdem man ein paar Millisekunden draufgehalten hat, hat sich das Licht des Bildes verändert. Weil hier ist halt hell, Pans the schwenkt rüber, ist dunkel. Hier ist es auch, das Licht camera. reflektiert. Someone or something can be seen hiding. Ja, nee, das ist halt einfach, das ist ein paar Felsen, die halt, ja, okay, Pareidolie. In the darkness of the cave. Raul Wobei, was halt auch noch sein explains könnte, in his email that he didn't see anything at the time. dass da vielleicht jemand eine Cappy oder so hat liegen, so draufgepackt. So dachte sich, hey, das sieht aus wie ein Typ, pack mal noch eine Cappy dazu. And didn't notice the figure until they looked back at their videos later. So what is this? Let me know. A mystery in the mirror in Morocco. Nuke's top 5 viewer Carlo reached out to me about a strange video recorded by his sister Grace during a trip to Morocco. Grace and her husband are at the Riyadh Laroussa Hotel in Fez, Morocco. Grace decides to take a video of the beautiful 17th century palace-style interior. What happens next is... Ja, kann sein, dass da halt jemand noch ein bisschen nachgeholfen hat oder so. So sich dachte, hey, wenn man da ein bisschen was verändert, könnte das wie ein Mensch aussehen. Aber selbst wenn, das ist, so viele Leute besuchen so viele Höhlen. Da ist halt klar, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass irgendwann irgendeine Steinformation aus einem bestimmten Winkel bei einem bestimmten Lichtanfall dann aussieht wie ein Mensch. So, ich glaube, das vergessen viele Leute bei sowas immer. So, es gibt so viele Leute, jeder hat heutzutage ein Handy. Ich meine, wie viele Minuten und Stunden, wie viele Stunden an Videomaterial werden hochgeladen auf Social Media pro Tag. So, da ist klar, dass irgendwo, irgendwann halt irgendwas zu sehen sein könnte, das halt wie ein Körper wirkt oder so. is truly bizarre. This is the door going inside. And then this is going outside. We're now heading to the... Oh, there it is. Oh, sorry. Oh, sorry. Moment. Oh, sorry. Ich habe da nichts gesehen.
A man appears out of nowhere, startling Grace so much that she apologizes for almost walking into him. Moment. Appears out of Schwarzes Hemd, Jeans. Oh, sorry. Ja, okay. Ich sag's mal so. Die Tasche fehlt, aber ansonsten könnte das halt die Person, ihre Begleitung sein. A man appears out of nowhere, startling Grace so much that she apologizes for almost walking into him. Rein editiert, ja, oder einfach einen Schnitt gesetzt. So, dass der Typ kurz die Tasche runtergestellt hat und, oder auf dem Rücken hatte oder so. Oh, there it is. Oh, sorry. Now here's where it gets weird. When taking a closer look at the footage, Grace and her husband can clearly be seen in the reflection of a mirror hanging on the wall in front of them. But there's no man. Then in a split second, the man appears right in front of her, standing. There's no man. Then in a split So, gucken wir uns das mal Bild für Bild an. Ich glaube, hier ist der Schnitt ungefähr. Hier ist es langsam. Und plötzlich wird die Geschwindigkeit größer. Das sieht man daran, dass es halt so plötzlich so stark verschwommen ist. Das heißt, die Drehung hat sie neu gemacht. Aber halt aus einer schnelleren Bewegung dann beim zweiten Teil. right in front of her, standing quietly. Grace then turns towards the exit and right in front of her. Ja. Grace then Könnte sein, dass hier dann irgendwo noch ein weiterer Schnitt ist. Oder der Typ ist hinter ihr entlang gegangen, wieder weiter zurück. the exit and we see her reflection again in a different wall mirror. Ja, da wird noch ein zweiter Schnitt gewesen sein. Ich habe den jetzt gerade nicht gefunden, aber da wird noch ein zweiter. Das ist zurechtgeschnitten. But again, the standing man is not there. She turns around, Außerdem, but again, so wie er hier steht, the standing könnte er theoretisch gesehen, müsste er dann hier stehen beim Spiegel. Na, vielleicht werden sie sich, wenn sie weiter hier runter geht und sich dann umdreht, dass es dann einen Schnitt gibt. man is not there. She turns around and Da war gerade ein Schnitt. Da, an dem Punkt ist denke ich mal, dass hier der Schnitt ist. Hier wurde das dann zurechtgeschnitten. he turns around and the man is gone. Now, finally, perhaps this is just normal camera blur, but when taking a close look at the man's face in the video, something just doesn't look quite right. But you decide on this. So did Grace capture a paranormal event on camera? Leicht gewinkelt und wie gesagt, so rein vom Winkel her steht da so, dass
dass er quasi so an dort zu sehen wäre, wo das Spiel schon aufgehört hat. Could this be a so-called glitch in the Matrix? Either way, let me know what you think. Ja, wenn man es editiert, ist es immer ein Glitch in der Matrix. Oh, there it is. Oh, sorry. Your car's extended Gen warranty. Popular Jordanian paranormal investigator Hassan Barbar is Oh mein Gott, ich habe so lange nicht mehr von ihm gesehen. Geiler Scheiß. exploring an abandoned location somewhere in the middle of nowhere when suddenly he hears the sound of his car alarm going off in the distance. سيارتي بتزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. Lässt sich sowas nicht auch über eine Fernbedienung steuern? Oder vielleicht irgendwie empfindlicher Alarm, ein Tier ist draufgesprungen oder so? اخوان سيارتي بتزمر. Now, obviously, Hassan wants to know what triggered the car alarm, and he heads back to check it out. What happens next was all captured live on Snapchat. Lässt sich auch über einen Laptop steuern, ja. Okay, das ist jetzt interessant. Das ist ein Livestream gewesen, okay. Okay, da bin ich jetzt hooked. والله أنا خايف يكون ورا السيارة ويهجم علي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أنا خايف يكون ورا السيارة ويهجم علي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, das hat mich gerade ein bisschen erschrocken. Okay, ich vermute mal, dass dieser Typ... War das einer der Zuschauer? Möglich, ein Zuschauer, der ihn erschreckt hat. Würde halt auch erklären, warum der Alarm angegangen ist. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. Something jumps out at Hassan, absolutely scaring the shit out of him. He eventually regains his composure, but when he looks around the car, he finds nothing and no one. Wäre wahrscheinlich abgehauen. أنا شفت حدا هون. Aber interessant, also ganz ehrlich, würde mich jemand so in der Dunkelheit anspringen. Ey, ich hätte dem sowas von eine geschallert, ey. Direkt mit dem Handy ins Gesicht. Boah, Digga. Unfortunately for Hassan, this isn't the end. بس يا رب هو يكون. طب خليني السيارة تشتغل يعني. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. Hey! Okay, ganz ehrlich. Das war entweder ein Kumpel oder ein Zuschauer. Also ein Kumpel wahrscheinlich. An sich müsste, ich sage jetzt, man müsste jetzt einen kompletten Livestream sehen, ob da vielleicht irgendwo was zu hören ist, dass jemand in ein Auto steigt. Oder ferngesteuert auch. War bestimmt Sandwich. Oder ferngesteuert von Aiden Pierce.
في بعدين اخوانا وكلبه وما بعرف. بسم الله. السيارة شغالة يا اخوان. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Hassan's car seems to just drive away on its own. Hält die Kamera extra so, dass man nicht sehen kann, ob jemand hinterm Steuer sitzt oder nicht. Das ist mit Absicht so. Das ist eigentlich schade, weil es mit Hassan Barbar eigentlich sehr, sehr interessantes Video gibt, wo halt tatsächlich eine Figur auch hinter ihm steht und so. Auch alles live gestreamt und das sah wirklich creepy aus. Aber dadurch, dass er halt nicht in Richtung Fahrersitz filmt, ist halt schon auffällig. Eventually coming to a stop a little way down the road. Hassan is shocked by the bizarre experience as he once again finds no one in or around his car. Er hat ein bisschen gebraucht, bis er halt hinterhergelaufen ist und dann halt ausgestiegen. Investigator has had enough. He ends his live stream and drives home, presumably wanting to be sure that his car doesn't just drive home without him. So did Hassan capture creepy Gen activity live on camera? Aber ich habe echt nicht mit einem Jumpscare gerechnet. Or is it all just an elaborate hoax? You decide. The Old Sacred Heart. Restaurant employee Nikki works at Ozone Pizza, located in the old... Es ist TikTok. Es ist TikTok-Time. Ach ja. Old abandoned and restored Sacred Heart Hospital in Pensacola, Florida. The hospital was built way back in 1915, and wann auch sonst. Except for the pizza restaurant, the large structure is mostly empty. It's said that the old hospital is haunted by former... Wer kommt auf die Idee, in einem verlassenen Krankenhaus ein Pizzarestaurant zu eröffnen? Ernsthaft? Wer? Former patients and the ghosts of nuns who worked there. It's 11:30 at night and Nikki decides to go on a walk around the hospital with his co-workers after their shift. That's when the group spots something very creepy. Oh my God! You see it? It had arms. Grayson, that had arms. No, those are arms. Oh my God! Oh my God! It's a real person. Wo? No, those are arms now. No, those are arms. Hä? Willst du mich No, those are verarschen? arms. No, no. I don't care. Those are arms. She has the gun hat on. I see it. That's f***ing arms. The building is completely empty, yet someone can be seen standing behind a window. The group freaks out and... Ja, meine Fresse. Ganz ehrlich, das ist ein Gebäude. Vielleicht ist es offen. Ein paar Kids, die Streiche spielen wollen oder so. Langeweile. Überrascht mich gerade weniger. have no idea who or what it could be. Nikki and his friends believe that the creepy apparition might belong to one of the nuns who used to work in the hospital. And a close-up of their capture does indeed look a bit like a thin woman who could be dressed in a nun's habit. But again, I ask. Naja, es ist ja auch heutzutage nicht so schwer, an Nonnenkostüm ranzukommen. What do you think this is? You decide. The dark thing in the basement. TikTok user Will Graves is home alone when he starts to hear the disturbing sound of someone walking around in his basement. Now, Will believes his house to be haunted, so he starts recording and cautiously heads downstairs to check it out. Okay, TikTok. So, my TikTok. power is out at the moment in the basement. Nochmal zu einem anderen Video.
These meiner Seite aus. Jeder will ja immer mal ein bisschen Fame abgreifen. Deswegen TikTok. Er hat die Schlüssel. Die Schnocktock. Er hat die Schlüssel zu dem Gebäude, weil er dort arbeitet. Dann könnte es halt auch sein, dass er irgendwem gesagt hat, hey, ich bin mit einer Gruppe unterwegs, wir gehen an der und der Uhrzeit, gehen wir da vorbei. Vielleicht auch kurz vorher geschrieben. Hier hast du die Schlüssel, geh rein. Ne, stell dich dahin, sei gruselig. Die anderen wussten nicht Bescheid. Und dementsprechend war dann die Reaktion auch ein bisschen realistischer. So, es wäre dann interessant gewesen, wären die reingegangen, hätten nachgeschaut. Auch wenn man da höchstwahrscheinlich genug Zeit gehabt hätte, dann zu verschwinden und sich auf einer höheren Etage zu verstecken oder so. I swear, I keep hearing someone walk. I don't know exactly what it is, but it's kind of creepy. Laundry room still has power, so that's good. But Da war gerade eine Schattenfigur zu sehen. Ich denke mir halt jetzt auch so. Ja, erstens willkommen auf TikTok. Zweitens, ich kann auch jemanden fragen, der einfach irgendwo, keine Ahnung, so ich mache ein Video so nach dem Motto, oh, ich bin gerade nach Hause gekommen, ich hab Stimmen gehört, Geräusche gehört, so. Klar, ich kündige mich auch an, dass ich jetzt gleich reinkomme, damit ein potenzieller Einbrecher dann hinter der Tür stehen kann und mir von hinten einen wegknocken, mich ausnocken kann. Ne? Man weiß ja halt in dem Moment nicht, was da los ist. Ich mache die Tür auf, hin und her und im Badezimmer es steht dann halt jemand. So, im Dunkeln und dunkel gekleidet oder so. So, ich lasse die Tür am besten noch offen, ich gehe weiter ins Zimmer rein, so, die Person springt raus. Und ich gehe dann wieder ins Badezimmer, mache das Licht an. Oh mein Gott, hier ist niemand da. the rest of the basement's power is completely out, which is very strange. I'm not sure what that noise was, but I don't know. I'm home alone right now, so Ja, genug Zeit gehabt, da rauszugehen. Das war halt so auffällig. Warum sollte er nochmal in diesen dunklen Raum reinfilmen, ohne das Licht anzumachen? we'll see, I guess. Look out back. No, nothing back there. I don't know. There's been a lot of strange things happening. Figures, shadows. So, I don't know. Maybe some tips, advice would help out. Ja, lass niemanden rein, während du einen TikTok filmen willst. I can't really see anything, but there's no one in here. Did you see it? As Will walks downstairs into his basement, someone can be seen standing inside his bathtub, weirdly just facing the wall. Zu viel Blair Witch Project geguckt. When Will looks back into the bathroom about 30 seconds later, the figure has completely disappeared. Will says that he's done several paranormal investigations at his local cemetery, and he believes something might have followed him home. But is it real, or is it all just an elaborate hoax? You decide. Einfach ein Kumpel, der halt da mit dabei steht, den halt gefragt hat, kannst du mal kurz für ein Video posieren? Ich brauche einen Statisten. Thanks so much for watching. As always, my Ja, alles eigentlich auseinandergenommen. Nichts wirklich. Also gut, dass das mit Hassan Barbar, das war tatsächlich creepy. Aber halt trotzdem, das war halt auch einfach ein Kumpel oder so. Auch für mich, wie gesagt, dieser Jumpscare wirklich, ja, der hat mich gekriegt.